Shrimps, die habe ich jetzt aus Polen gekauft. Heute habe ich wieder ein Rezept für euch. Das habe ich schon mal in einem anderen Video erwähnt, dieses Rezept. Und zwar in dem Video ging es um Essen auf Tour, Gasthof oder Selbstkochen. Und da habe ich unter anderem dieses Rezept vorgestellt. Und heute in diesem Video hier geht es nur um das Rezept. Da gehen wir jetzt gleich rein. Und wer das ausführliche Video zu dem Thema Essen unterwegs sehen will, das verlinke ich unten in der Beschreibung. Aber jetzt schauen wir uns das Rezept an. Und los geht's. Und jetzt kommen wir zum Kochen. Ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet. Da sind Kartoffel und Zwiebel schon fertig geschnitten. Und hier kommen nochmal diese Zwiebel dazu. Dann sind hier noch Eier dabei und Paprika. Natürlich brauchen wir auch Öl und Pfanne und der Kocher. Das jetzt hier vor sich hin brutzelt, schneiden wir schon mal die anderen Sachen. Ich habe jetzt nur eine von diesen Lauchzwiebeln genommen, das reicht, und das Stück Paprika hier mit dabei. Die Paprika gebe ich schon mal jetzt mit dazu. Ist natürlich gut, wenn man einen Beifahrer dabei hat, der hier immer fleißig umrührt, damit es nicht anbrennt. So. Und hier haben wir Shrimps, die habe ich jetzt aus Polen gekauft. Die sind schon mit Öl und Gewürzsoße dabei. Früher habe ich also mal auch gern diese in Deutschland gekauft, die nur im Wasser liegen. Und da habe ich dann das Wasser rausgemacht und durch Bordeaux ersetzt. Und dann habe ich sie ein bisschen im Bordeaux schwimmen lassen und dann erst in die Pfanne. Das war sehr gut. Ja, Gewürzen natürlich auch nicht vergessen. Da haben wir noch mal Paprika, Salz, Pfeffer und Curry, auch wenn da was anderes draufsteht, da ist Curry drin. Ja, es brötzelt so vor sich hin. Jetzt haben wir alle Zutaten fast rein, außer die Shrimps, die sind noch nicht drin, und ein Schuss Bordeaux wird jetzt da auch gut tun, aber wir müssen noch fahren. Ja, wir machen das Ganze heute im Freien, weil es ist windstill. Normal, wenn es jetzt Wind gehen wird, würde ich natürlich da noch den Windschutz drum machen, um den Kocher, da so ein Blechdings, aber das brauche ich jetzt nicht, weil heute ist wirklich total windstill. Ja, und wir sind hier noch mit einem kleinen Truck unterwegs. Wir haben da Kurierfahrt, ein paar Sachen, die wir ausliefern müssen, aber man kann auch mit dem kleinen Truck mal kurz schnell wo anhalten oder ein bisschen was köcheln. Die Zeit muss sein, weil ich habe es schon mal erwähnt, ohne Mampf kein Kampf. So, die Shrimps haben wir jetzt auch drin. Das dauert jetzt natürlich noch. Ich hoffe, dass das Gas noch langt soweit, aber ich habe noch eine Ersatzkartusche dabei. Und jetzt fehlt dann am Schluss nur noch ein Ei oben drauf. Und immer fleißig rühren, damit es nicht anbrennt. Und natürlich isst man das nicht ganz trocken, sondern man isst da eine Semmel dazu. Jetzt haben wir noch die Eier mit rein. Jetzt muss das noch ein bisschen köcheln, bis das Ei alles weiß ist. Außer der Dotter, den mag ich nicht hart. Der darf gerne noch ein bisschen flüssig bleiben. Ja, ich habe jetzt die Eier noch mal kurz auf die andere Seite gedreht, weil es dauert mir sonst so lang, bis die durch sind. Also die Dotter mache ich natürlich nicht durch, aber nur halt das Eiweiß war noch glasig. Ja, und ansonsten sieht es gut aus und es riecht auch gut. Und ich habe das schon öfter so gemacht. Mir schmeckt es gut, probiert es halt mal aus. Ganz besonders gut ist, wenn man einen Schuss Bordeaux mit dazu macht. Und da wünsche ich guten Appetit
und viel Spaß beim Nachkochen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dieser Koch-Content, dann lasst es mal in den Kommentaren wissen. Dann können wir vielleicht öfter mal was machen und das Hintergrundgeräusch, das ihr die ganze Zeit gehört habt, das ist hier die A4, dort geht es Richtung Görlitz. Noch ein Tipp am Rande, wenn ihr so einen Gaskocher habt, den dürft ihr nicht im Fahrerhaus aufbewahren und auch die Staukästen am Fahrerhaus sind nicht geeignet, weil die haben ja eine Verbindung zum Fahrerhaus. Wenn du die Liege hochklappst, kommst du da heran. Dann könnte Gas ausströmen. Ne? Und wenn ihr dann noch Raucher seid und eine Zigarette anzündet, dann erlebt ihr eine unangenehme Überraschung. Also tut die Dinger immer in die Außenstaukästen am Fahrzeug, wie zum Beispiel da, wo das Werkzeug drin ist, am Fahrzeugrahmen oder am Palettenkasten, wenn ihr habt. Ja, und ich habe ihn hier im Laderaum, da kommt es ja auch nicht ins Fahrerhaus, das ist ja abgetrennt. Ja, danke, dass ihr dran geblieben seid bis zum Schluss bei dem Video. Jetzt gibt es noch von mir eine kleine Anmerkung im Abspann. Unterhalb vom Video in der Beschreibung, da findet ihr eine Liste mit Links zu Playlists in meinem Kanal. Verschiedene Playlists auf Roadview, also wo ich mit dem Auto unterwegs bin, oder Trucking-Videos oder Sightseeing-Videos oder Roadtrips nach Marokko oder sonst wo ich halt gerade so unterwegs war. Guckt euch die Liste mit diesen Links mal an. Dann sollte das hier gerade eben ein Video gewesen sein, wo wir mit dem Auto irgendwo langfahren. Gibt es natürlich auch noch eine Beschreibung dazu, mit welchem Fahrzeug ich gerade unterwegs war. Das ist dann unterhalb nach der Liste mit den Playlists. Ja, und im YouTube-Abspann gibt es natürlich einen Link zu der Playlist, die zu dem jeweiligen Video passt, das gerade eben gelaufen ist. Und es gibt noch ein Video, das YouTube vorschlägt. Und natürlich gibt es diesen Abo-Button noch dazu. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das dann da machen. Und tut nicht vergessen, ein Like für das Video dazulassen, ist auch wichtig. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.